In diesem Video werden wir einen Expert Advisor für Order Cancels Order-Strategien erstellen, sodass Sie zwei schwebende Orders über und unter dem aktuellen Kurs platzieren können und sobald der Kurs eine Ihrer Orders erreicht, wird die andere storniert. Sehen wir uns also an, wie wir das mit MQL5 machen können. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor entwickeln, der eine Buy-Stop- und Sell-Stop-Order eröffnet, wenn keine Positionen oder Orders offen sind, und alle ausstehenden Orders storniert, wenn es mindestens eine offene Position gibt. Dazu werden wir die Sprache MQL5 verwenden. Um zu beginnen, klicken Sie auf das kleine Symbol oder drücken Sie F4 auf Ihrer Tastatur, um das Meta-Editor-Fenster zu öffnen. Lassen Sie uns nun den Quellcode besprechen. Der erste Teil des Codes ist recht einfach. Wir binden die Datei trade1mkoh mit einer Include-Anweisung ein, die uns den Zugriff auf die Handelsfunktionen von MQL5 ermöglicht. Anschließend erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade, die wir Trade nennen. Wir wechseln zur Funktion OnTick, die jedes Mal aufgerufen wird, wenn ein neuer Tick für das Symbol auf dem Chart empfangen wird, auf dem der Expert Advisor läuft. Hier berechnen wir den Kontostand und das Nettokapital mit Hilfe der Funktion AccountInfoDouble. Außerdem berechnen wir den aktuellen Ask- und Bidpreis für das Symbol im Chart. Mit Symbol InfoDouble normalisieren wir diese Preise mit der Funktion NormalizeDouble auf die richtige Anzahl von Dezimalstellen. Anschließend prüfen wir, ob es keine offenen Positionen und Aufträge gibt. Wenn beides 0 ist, geben wir die Informationen mit der Funktion Print aus. Danach verwenden wir die Funktion BuyStop unserer Handelsinstanz, um eine schwebende Kauforder 100 Punkte über dem aktuellen Ask-Preis zu platzieren. In gleicher Weise verwenden wir die Funktion SellStop, um eine schwebende Verkaufsorder 100 Punkte unter dem aktuellen Bidpreis zu platzieren. Jede Order umfasst 10 Mikrolots. Es ist kein Stop-Loss gesetzt und der Take-Profit liegt bei 300 Punkten für den Buy-Stop und 200 Punkten für den Sell-Stop über bzw. unter dem Einstiegskurs. Nachdem wir die Orders platziert haben, prüfen wir, ob der Balance-Wert vom Equity-Wert abweicht. Diese Prüfung dient als Hinweis darauf, dass es mindestens eine offene Position gibt. Wenn dies der Fall ist, rufen wir eine Funktion namens Cancel Order auf. Lassen Sie uns nun die Funktion Cancel Order besprechen. Diese Funktion verwendet eine Vorschleife, um alle ausstehenden Aufträge durchzugehen. Für jeden Auftrag ruft sie die Nummer des Tickets mit Order GetTicket ab und löscht dann den ausstehenden Auftrag mit der Funktion Order Delete der Handelsinstanz. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Expert Advisor schwebende Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge platziert, wenn es keine offenen Positionen oder Aufträge gibt. Sobald jedoch eine Position eröffnet wird, werden alle ausstehenden Aufträge gelöscht, sodass zu jedem Zeitpunkt nur eine Position offen ist. Dies ist das Ende unseres Beispiels. Wenn Ihnen jedoch ein Teil des Codes immer noch unklar ist oder wenn Ihnen das Tempo zu hoch ist, sollten Sie sich unsere Einsteiger-Tutorials ansehen oder sogar den Premium-Kurs auf unserer Website besuchen. Dort finden Sie auch die Quellcodes zum Download. Wenn Sie bereits Mitglied des Premium-Kurses sind und eine neue Idee für ein Video haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schicken. Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Kompilieren oder drücken Sie F7 auf Ihrer Tastatur. Vergewissern Sie sich, dass keine Fehler aufgetreten sind, bevor Sie zu MetaTrader zurückkehren, indem Sie auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. In MetaTrader klicken Sie auf Ansicht Strategietester oder drücken Sie STRG und R. Wählen Sie die neue Datei mit dem Expert Advisor, den wir gerade besprochen haben. Aktivieren Sie den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Sie sollten sehen, dass der Expert Advisor Kauf- und Verkaufsstop-Orders platziert und diese storniert, sobald eine Position eröffnet wird. Wie immer können Sie die Geschwindigkeit des Tests steuern. Sie können nun sehen, wie der Expert Advisor funktioniert. Und das Beste daran ist, dass Sie ihn mit MQL5 selbst programmiert haben. Okay, wenn alles gut gelaufen ist, sollten Sie auf Ihrem Chart etwas wie das hier sehen. In meinem Fall ist die Sell-Order bereits storniert worden. Soweit, so gut. Wenn Sie nicht wissen, was der Code alles kann oder wenn Ihnen das zu schnell ging, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen. Wir haben auch einen Einsteigerkurs für einen einzigen $1. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.